So, alle Systeme auf Go. Ich sitze jetzt hier im TOC mit einer standesgemäßen TOC-Mütze, die ich während der Fahrt allerdings nicht trage. Warum, das erzähle ich noch. Das hat einen besonderen Grund. Und außerdem brauche ich sie auch im Auto nicht. Das ist ja nur, wenn mir die Sonne auf den Kopf scheint. Von Hamburg nach Berlin zum türkischen Automobilgipfel. So, ich starte. Ich muss mich erstmal anmelden. Dazu habe ich ein Kennwort einzugeben, eine PIN. Ich schätze mal, das ist jetzt nur so, weil ich jetzt im Pressefahrzeug sitze und wenn man sich jetzt mit der App anmeldet, ist das anders. Aber so muss man eben halt das morgens erstmal als erstes machen. Hier ist auch diese Trumore-App, das ist die ich auch auf dem Handy habe, aber die ich noch nicht mit dem Auto verbinden kann. Also da kann ich diese Funktionalität jetzt nicht testen. So, jetzt will ich nach Berlin und gebe jetzt mal ins Navi das Ziel ein. So, das gebe ich jetzt hier unten ein. Ich gebe mal ein. Marriott. Also die Eingabe ist ein bisschen anstrengend. Er hat auch eine Spracherkennung, aber das funktioniert in meinem Fall hier auch nicht. Also muss ich jetzt mal damit auskommen. Okay, hier habe ich es gefunden. Da ist der deutsch-türkische Automobilgipfel, zu dem ich fahre. Und los. Ja. So, jetzt müsste er ja eigentlich sich überlegen. Start-Stop-Taste drücken. Es gibt morgens immer noch so ein paar Warnungen. Also Glatteis, das war die Warnung vor Glatteis und niedrigen Reifendruck. Und wenn er sowas alles hat, das macht er erstmal, da kommt viel Gedödelkram. Und dann ist aber Ruhe zum Glück. Ja? Also ich fahre jetzt einfach mal los. Okay. Blinkergeräusch ist auch ein bisschen schräg, sage ich mal so, aber kann man mitleben. Das ist so ein Blub-Geräusch. So, das Navigationssystem ist hier so ein bisschen ähnlich wie Google Maps, aber in der Tat ist es nicht Google Maps. Es ist auch nicht Apple Karten oder sowas, also es ist ein eigenes System. Apple CarPlay oder Google Android Auto ist hier in diesem Wagen nicht verfügbar. Ob das noch kommt, weiß ich nicht. Wäre ganz nett. Das Auto sagt, ich bin in 2 Stunden und 49 Minuten da. Und er sagt mir auch, ich soll auf die Straße gucken. Also dieses Fahrerüberwachungssystem ist etwas überempfindlich, finde ich. Da komme ich auch noch zu. Und also ich soll dann dort mit 6% Ladezustand ankommen. Okay, soweit so gut. Er hat jetzt hier auch eine so eine Vorhersage gemacht. Also nach WLTP hätte ich jetzt 492 Kilometer Reichweite noch und nach meinem Profil 340 Kilometer. Also immerhin macht er da beide Angaben. Also einmal die realistische, also die 340, das ist wohl das realistische. Und die 492, ja, kann man auch weglassen. Und im Akku sagt er jetzt sind dann noch 6% bei 282 Kilometer Entfernung. Also, naja, dann komme ich da aber auch nicht auf 340. Aber vielleicht Navi und die andere Statistik da gleichen sich vielleicht noch an. Dieses Auto ist sehr komfortabel, also Federung, das ganze Fahrgefühl hier und so. Also das ist ganz klasse. Kann ich mich echt nicht beschweren. Ich sitze auch sehr bequem.
Einzigster Nachteil, den ich hier finde, ist, dass die Gurthöhenverstellung es die nicht gibt und dass mir deshalb der Gurt am Hals kratzt. Deshalb habe ich den Gurt hier jetzt auch so unterm Kragen lang geführt, weil er mir sonst hier am Hals also wirklich lang geht. Und okay, ich bin jetzt ja kein Zwerg, aber ich bin auch kein Riese, aber ich bin irgendwie mit 1,77 Meter so eine Durchschnittsgröße. Also für mich passt das halt nicht. Und ich habe den Sitz schon hochgestellt. Der lässt sich schön weit hoch und runter verstellen, also der Sitz ist fein. Auch so, das Ganze hier ist also wirklich schön gemacht. Er macht jetzt hier, ich stehe an der Ampel und ich kann außen dieses Geräusch hören, dieses Fußgängerwarngeräusch, dieses Space-mäßige. Also das könnte er eigentlich, wenn er steht, könnte das auch sein. Ich glaube, das zieht so ein bisschen die Blicke auf einen. Was ist denn hier los? Gerade ein UFO gelandet oder so. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ansonsten nimmt das Geräusch jetzt ein bisschen an Höhe zu und sobald ich dann eben halt schneller fahre, geht es dann natürlich auch aus. Und die Straßen hier, also die sind jetzt nicht mega schlecht gerade, wo ich fahre, aber auch an schlechteren Strecken und Schlaglöcher. Wo fährt er sauber rüber? Also ganz prima, da kann ich echt nicht meckern. So, hier kriege ich nochmal einen Hinweis auf den Verkehrszeichenassistenten und so, dass ich jetzt, weil er jetzt eben angesprungen ist, weil er die Verkehrszeichenerkennung natürlich wie die meisten Autos nicht so gut im Griff hat, kommt es dann immer dazu, dass man hier auch Fehlalarme hat, weil er irgendwie denkt, hier ist 30 und dann ist da 50 und dann gibt es Röp, 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 Röp. Das lässt sich hier zum Glück ganz leicht ausschalten. Man drückt einfach den Hebel nach vorne und nach unten und dann ist Ruhe im Karton. Ansonsten ist auch, wenn er mit den initialen Warnungen fertig ist, so bei Fahrtantritt, also wie gesagt, gestern habe ich erstmal Luft nachgefüllt, da war ein bisschen wenig Luft in den Reifen, dann wenn es kalt ist, dann kommt die Meldung, es ist unter 4 Grad und Glatteisgefahr. Und auch wenn man ein- und aussteigt, ist es ziemlich laut. Weiß ich nicht, ob das alles so sein muss. Etwas dezentere Töne wären auch okay. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil während der Fahrt jetzt ist Ruhe im Karton. Also das ist wirklich schön. Der Wagen ist angenehm leise. Bei der Bedienung haben sie sich auch ganz viele Sachen einfallen lassen, die ich zum Teil ja eigentlich gut finde. Zum Teil ist ja vieles, also man kann hier viele Sachen an 3 verschiedenen Stellen bedienen. Ich habe ja immer hier diesen großen Bildschirm, den ich mir auch so frei konfigurieren kann. Also ich kann mir dort alles Mögliche auch dahin schieben. Okay, inzwischen hat er herausgefunden, dass ich mit 0% dort ankomme. Also laut dem Fahrprofil soll ich 338,9 Kilometer noch fahren können mit der Akkuladung. Und das Navi sagt, ich habe 279 Kilometer bis zum Ziel, komme da aber mit 0% an. Das passt dann nicht so ganz zusammen. Also Navi und die Statistik, die hat er selbst ausrechnet. Also das ist ja das, was ich hier auch hier auf dem Bildschirm habe, da noch ein bisschen schicker. Einfach der seit Ladevorgang oder seit Start. Das ist heute das Gleiche, weil ich bin heute Morgen losgefahren. Ich habe ihn zu Hause angesteckt und dann bin ich mit 100% losgefahren. Und von daher haben wir jetzt hier im Stadtverkehr, ich bin durch Hamburg durchgefahren, zeigt jetzt hier 30 Kilowattstunden an, also 30,3, das ist ganz schön viel. Mal sehen, wie sich das auf der Autobahn entwickelt. Und ich bin mal gespannt, wann er hier irgendwie mal auf die Idee kommt, eine Laderoute, also eine Ladung einzuplanen. So. Oder ob er sagt, ja egal. Also ich weiß, das Ding kann Ladeplanung machen, aber es sollte ja eigentlich automatisch machen. Nicht, dass ich jetzt merke, oh, da komme ich ja gar nicht hin. Ich muss noch mal laden und ich suche mir jetzt was. Also da möchte ich doch gerne, dass das System das selber tut. Okay, das war jetzt das Warngeräusch, weil wir zweispurig rechts abgebogen sind. Das heißt, da hat er dann ja nicht zu übertrieben. Das ist okay, gewarnt, dass da noch jemand sozusagen im toten Winkel ist. Also wenn ich jetzt auf die rechte Spur wechseln würde, dass das gefährlich wäre.
Das machen andere Autos schlimmer, von daher, ja, das ist okay. Vieles lässt sich hier auch konfigurieren, was mit Warntönen oder nur mit Geblinke oder so angezeigt werden soll. Also die Einstellmöglichkeiten sind enorm. Und er zeigt mir hier im Display auch immer an, wenn einer neben mir fährt und so. Und wenn ich dann eben den Blinker setze, dann kommt ein deutliches Geräusch, aber es ist nicht so, dass es jetzt mega stressig ist. So, hier, das ist jetzt hier vielleicht nicht so gut zu sehen, aber auf jeden Fall kann ich hier in diesem Display direkt einiges feststellen. Nur ist diese Bedienung hier wirklich schwierig. So, jetzt habe ich die Assistenzsysteme. Also so wie ich schiebe ich hier oben die Symbolleiste und irgendwie, ja, aber man muss hier drücken und schieben und wenn man nur so streichelt, dann passiert nichts. Und hier kann ich jetzt auswählen, welche Stufe ich hier von Assistenzsystem ich haben will. Wenn ich jetzt hier einschalte und dann runterdrücke, dann hat er jetzt eingeloggt auf der Geschwindigkeit, jetzt 97. Und jetzt kann ich hier einmal höher stellen mit kleinen Tippen, um jeweils in 1 km/h Schritten. Und wenn ich ihn länger festhalte, dann geht er in 10 km/h Schritten hoch. Und was er ganz toll macht, ich habe ja jetzt hier auch gleich die Abstandsregelung hier. Wenn ich sage, ich will dichter ran, dann schiebe ich ihn einmal ran und dann geht er auch dichter ran. So, will ich weiter weg, den Abstand vergrößern, dann macht er das sofort. Und also das ist richtig einfach und intuitiv und funktioniert ganz prima. Also das finde ich klasse. Was er nicht gut macht, also was ich jetzt so mit im Stadtverkehr, ist diese Spurhaltung. Sorry, das funktioniert irgendwie gar nicht. Also er geht da ständig raus, dann will er irgendwie gegen die Kante fahren und da muss man ständig eingreifen. Also das läuft nicht optimal. Und hier kann man sehen, ich habe hier praktisch so die 4 Stufen. Ich habe hier einmal, wenn ich jetzt habe ich es geschafft, auf die maximale Ausbaustufe zu kommen an Assistenz. Das ist jetzt eben halt, ich will es jetzt hier auf der Autobahn nochmal ausprobieren. Und ich kann es hier auch gleich, also wenn ich dann da nicht verrückt werde mit dem Einstellen hier, so jetzt hier noch einzeln ganz viel einstellen. Das finde ich sehr gut. Und zwar einmal hier Überholhilfe. Das ist ein bisschen schlecht übersetzt. Was das bedeutet ist, dass er, wenn man jetzt auf mehrspurigen Fahrbahnen ist und dass man mit Tempomat jetzt fährt, dass er nicht rechts überholt. Also wenn er ein Fahrzeug links von sich erkennt, dann hält er sich zurück und bleibt dahinter. Also es ist eigentlich keine Überholhilfe, sondern eine Hilfe, nicht, dass das Tempomatsystem nicht rechts überholt. So, dann kann man hier noch einschalten den intelligenten Modus. Das ist dann, wenn er die Geschwindigkeit erkennt, ob er sich dann da anpassen soll. Und dann kann man sagen, okay, er soll das eben halt, das ist hier so mit diesen Tasten hier ganz schwer, ganz schwer hinzukriegen. Man kann es aber zum Glück auch hier unten einstellen. So, fahren. Assistenzsysteme, adaptiver Tempomat. So, hier kann ich jetzt einstellen, ob er das automatisch machen soll oder aber nachfragen soll. Wenn ich das automatisch einstelle, dann kommt das mal dazu, dass man plötzlich ins Lenkrad beißt, weil er irgendwie irgendein Tempo erkannt hat, was zu niedrig ist. Also die Schildererkennung gibt das eigentlich nicht her. Aber was er auch noch hat, man kann hier noch eine Toleranz eingeben. Ich jetzt hier mal automatisch. So, jetzt kann ich hier nach unten sagen, okay, mach mir noch ein bisschen weniger, dass er ein bisschen darunter fährt. Höher geht nicht. So wie bei BMW oder so. Man sagen kann, okay, gehe vielleicht 3, 4, 5 km/h schneller, weil der Tacho so ein bisschen falsch anzeigt. So, dann habe ich hier die Unterstützung zur Überholvermeidung. Hier steht es jetzt nochmal besser. Verhindert das Überholen des vorausfahrenden Fahrzeuges von rechts. So. Okay, ich
schalte das jetzt aber, lasse das hier auf Fragen. Und wenn ich jetzt das System benutzen will, dann drücke ich hier oben. Also hier schalte ich es ein und aus. Jetzt sehe ich hier im System an und schalte es an. Aktiviere es einmal mit runterziehen. So, und jetzt will ich ein bisschen schneller fahren. Dann schauen wir mal. Hier ist auch 100. Und okay, er macht immer so hektische Lenkbewegungen. Also wenn er korrigiert, dann ist das so ein bisschen. Oh, ich habe mal die Hand dran, mal sehen. So, 100 ist jetzt hier zu Ende. Das hat er auch erkannt. Freie Fahrt. Übernehmen. Ja, er fragt nach, soll ich das neue Tempo übernehmen und beschleunigt jetzt entsprechend hoch. Also diese ganze Beschleunigung und so läuft sehr, sehr smooth. So, jetzt will ich mal sehen, ob er auch... Okay. Nicht schlecht. Also er hat jetzt keinen automatischen Spurwechsel gemacht, aber in dem Moment, wo ich den Blinker setze, ignoriert er diese Abstandsgeschichte, sondern beschleunigt schon mal. Das heißt, ich kann mit dem Auto wunderbar schon mal überholen. Das heißt, ihr kennt das, wenn ihr mit einem Tempomat fahrt und jetzt auf ein langsames Fahrzeug aufläuft, dann bremst er natürlich ab, und wenn man jetzt den Blinker setzt, dann kann er wieder schneller fahren. Und er hier macht das gleich, sobald der Blinker gesetzt ist, gibt er schon Gas. Das ist kurz gewöhnungslos. Okay. Ich glaube, er will schon ein bisschen Berührung haben. So, ich mache das jetzt mal. Ich lasse jetzt mal mich auf den Laster da sowieso auflaufen. Also, er macht das sehr smooth überhaupt. Also diese Regelung vom Tempomat und so ist total super. So, jetzt setze ich mal den Blinker und jetzt zieht er schon an. Jetzt hat er gemerkt, dass da vorne einer fährt. Aber sofort, wo der weg ist, also das macht er viel besser als viele andere Autos. Wirklich gut, das gefällt mir. So. Ja, also Spurwechsel muss ich selber machen, das stört mich auch nicht. Ich bin sowieso nicht so der Assistenzfahrer, so, aber Tempomat habe ich schon gerne drin. Und wenn mich der Tempomat aber immer so ausbremst und das auch so, ja, und dann so langsam reagiert, das ist nervig, und das ist bei diesem Auto echt gut. Also der reagiert sofort, schnell und irgendwie so, wie man das erwartet. Sehr gut, also ja, Tempomat ist fein. Ja, also diese, ja, jetzt hat er plötzlich so ein, ich weiß nicht, was er sich dabei denkt, aber er kriegt plötzlich Angst vor der rechten Spur und zieht nach links oder also mit diesem Spurhalteassistenzsystem fühle ich mich nicht sicher hier. Also ich lasse es noch mal eine Weile laufen, mal sehen, vielleicht gewöhne ich mich noch dran oder ich komme noch dahinter. Nee. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich von der Polizei rausgezogen, weil die denken, ich habe einen MT, weil ich so Schlangenlinie fahre hier.
Also nee, das stellen wir mal lieber eine Stufe tiefer. Und da kann ich jetzt halt in dem System jetzt weiter runtergehen. Ich habe jetzt hier noch die Möglichkeit, nur mit dem Tempomaten zu fahren. Einmal mit der Abstandsregelung. Dann kann ich hier noch sagen, okay, ich kann da Limiter einfach nur. Zum Beispiel, wenn ich in Frankreich fahre oder sonst wo und möchte einfach die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten. Aber ansonsten alles selber regeln. So, jetzt muss man sehen, ob er die 120 erkennt. Ja, soll er übernehmen. Okay, damit kann ich leben, aber da muss ich auf der anderen Seite auch sagen, okay, das kann ich auch selber gucken. Also irgendwo diese automatische Anpassung an die Geschwindigkeit, so lala. Aber immerhin, diese Möglichkeit mit der Fragegeschichte anstatt automatisch, das macht das dann schon wieder, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite wieder nicht gut. Schöner wäre ja, wenn er es besser erkennt und ich stelle ihn mal auf automatisch und mal sehen, was passiert. Jetzt ist ja Tag, jetzt ist es heller und ich glaube mal hier auf der Autobahn ist es auch nicht so verwirrend. Gerade hier die Strecke nach Berlin ist ja einigermaßen baustellenfrei im Moment. Von daher könnte das funktionieren mit der Automatik. Ja, und hier, ihr seht, ich habe jetzt eine andere Jacke an, das ist jetzt eine Woche später. Ich habe das Problem erzählt mit dem Spurhalteassistenten und TOC hat das over the air gefixt, also heile gemacht. Ich habe das jetzt wieder vollumfänglich drin im System, nachdem das beim Update dann noch erstmal rausgenommen wurde. Und jetzt haben sie es wieder eingespielt, ohne mein Zutun. Das ging dann von außen. Und dann fahre ich jetzt hier mit dem Spurhaltesystem. Und das funktioniert ganz prima. Bin ich jetzt im Moment echt begeistert. Also das haben sie hingekriegt. Da das Navi mich hier mit 0% ankommen lassen will, werde ich jetzt doch mal die Laderoutenplanung herausfordern. Und ich drücke einfach mal auf den obersten Blitz da. Okay, entlang der Route. Zeigt er mir die schon mal an, das ist schön. So. So, hier kann man was einstellen. Aha, Ladestation automatisch hinzufügen. Bestätigen. Circle K. Okay. Gut. Hat er jetzt eingeplant. Ich komme da so mit 21% an. Naja, okay. Eigentlich ein bisschen hoch, aber da ich das Auto nicht genau kenne und noch sozusagen ein bisschen in der Eingewöhnungsphase bin. So, jetzt will ich mal Gas geben. Mal sehen, was er so läuft und wie sich das anfühlt. Ja, also es wird schon ein bisschen lauter aber alles gut. Ja, 185 ist die Höchstgeschwindigkeit. Kann man mal fahren, muss man aber nicht. So, ich habe hier jetzt mal so eine kleine, also nicht wirklich professionelle, einfach mit so einer App mal so eine Geräuschmessung, um mal eine Idee zu bekommen. Mir ist aufgefallen, dass die Geräusche wahrscheinlich mehr von den Rädern kommen. So, das war mein Gefühl und das hat sich hier bestätigt. Vorhin war hier der Belag ein bisschen rauer und dann stand er hier gleich auch 1 Dezibel höher im Durchschnitt. Also die Windgeräusche kommen erst bei etwas höheren Geschwindigkeiten, aber die sind sehr gering, also das ist okay. Insgesamt muss man die Stimme allerdings schon so ein bisschen heben hier. Das ist jetzt, ich sag mal 130 ist ein angenehmes Tempo, wenn man
volle Kanne fährt, dann wird es ein bisschen lauter. Also 185 ist ja maximal möglich, aber ja, es geht, man kann das mal machen, vielleicht wenn man mal irgendwo noch vorbei will und mal überholen. Aber der Verbrauch von dem Auto, also jetzt haben wir hier 3 Grad und ich bin hier auf der Autobahn, ich fahre hier 130, ich bin in der Stadt losgefahren, immer noch so ungefähr knapp unter 30 Kilowattstunden. Ja, das ist jetzt nicht gerade wenig. Also effizienztechnisch. Ich habe auch die Reifen vorher auf den optimalen Zustand gebracht, also alle auf, hier ist ja ein PSI, 36 PSI, das sind 2,5 Bar, das sollen sie alle haben. Haben sie alle, habe ich gestern Abend alles aufgefüllt, somit das auch alles in Ordnung ist. Aber trotzdem, ja gut, muss man sehen, im Sommer sieht das bestimmt anders aus. Aber jetzt im Winter komme ich gerade so mit dem Akku von Hamburg nach Berlin, diese 300 Kilometer. Dann ist er da aber auch ziemlich leer. Also von daher muss ich hier zwischendurch nochmal nachladen. Aber was wirklich klasse funktioniert, ist der Abstandstempomat. Ich habe jetzt das Spurhaltesystem ausgeschaltet und seitdem fahre ich hier wirklich sehr entspannt. Also er überholt nicht rechts. Jetzt haben wir hier gerade mal so eine Situation. Mit dem mal kurz an. So, jetzt fährt hier vorne links der Skoda und da ist eigentlich noch Platz, aber er geht jetzt runter. Er überholt den nicht rechts. Das ist eine Funktion, also super. Das klappt wirklich prima. So, jetzt kommt der nächste da hinten angeeiert und wenn ich jetzt blinke, dann wird er mich auch ein bisschen anstressen. Ich mache das jetzt mal. Schon mal, da ist jetzt so ein BMW, der da ankommt. Ist auch nicht so jetzt. Und wenn ich jetzt rüberfahren will, dann schiebt er mich auch zurück. Also da kriege ich dann auch einen kleinen Lenkimpuls. Nicht übertrieben, aber irgendwie genau richtig so. So nach dem Motto, ey, du hast nicht richtig geguckt, du fährst hier gerade dem ins Kreuz. Also klasse. Sehr gut. Und in dem Moment, wo man dann die Spur wechselt, wo man geblinkt hat, dann kommt er auch sofort aus dem Quark. Das ist dann nicht, dass er noch lange wartet und hinter einem alle schon genervt sind und anfangen rechts zu überholen. Nein, das macht er richtig gut. Also dieser Tempomat hier ist das Beste, was ich bis jetzt gefahren habe. Also ich bin schon in vielen Autos gefahren. Spurhaltesysteme sind nicht mein Ding, aber Tempomat schon. Und dieser Abstandsregeltempomat hier, der macht einen tollen Job. Ich sitze auch immer noch sehr bequem. Okay, ich sitze jetzt hier seit 1,5 Stunden im Auto. Also ich habe hier zwar keine Massagefunktion, bis jetzt komme ich aber auch noch gut ohne klar. Und da jetzt auch, ich sag mal, macht das so gut. In einiger Zeit dann auch eine Ladestation, also 11:32 Uhr, also ist das jetzt das muss die Ankunftszeit sein. Also immer im Navi, es macht eine Ladenroutenplanung, aber ja, ich finde so die Übersicht so ein bisschen unglücklich hier. Gut, nobody's perfect. Machen andere noch viel schlechter. Und wir sind hier jetzt ja gerade so, das Modell ist jetzt hier gerade nach Deutschland gekommen. Ich bin sicher, da kommt auch noch viel mehr. Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass das System jetzt insgesamt so ein bisschen dunkler geworden ist. Das liegt vielleicht an den Lichtverhältnissen. Das macht er bei anderen Autos manchmal so hell-dunkel. Und hier, wenn ich mich nicht täusche, macht er das so stufenlos oder auf jeden Fall so smooth, dass man das nicht bemerkt. Dann habe ich noch was gefunden, was ich ja doch sehr interessant finde. Also jetzt gerade so für die Autobahn gibt es hier, das heißt AI-Radio, also KI-Radio. Die Übersetzungen sind hier manchmal so ein bisschen komisch, aber da kann ich jetzt je nach Stimmung mir jetzt Titel aussuchen lassen. Und ich kann das ja immer oben über das Display bedienen, dazu müsste ich kann mir das jetzt hier rüberziehen. Ups, ja, habe ich so gedacht. Hat jetzt nicht geklappt. Okay, muss man aber nicht, weil ich kann es ja auch hier unten bedienen.
ist jetzt auch angenehmer, das hier zu tun. So, dann gehe ich hier eben mal in diese... Okay, guck mal, nicht auf die Straße geguckt, zu weit nach rechts gekommen, hat er gleich den Eingriff bemerkt. Wunderbar. Radio, ne, jetzt sehe ich das hier nicht. Merkwürdig. Aber der Abstandstempomat gibt mir Sicherheit. Also finde ich wirklich gut. Sehr gut. Jetzt hat er gemerkt, dass ich ein bisschen zu früh, ich habe wieder geblinkt und ich war noch nicht weit genug von dem LKW weg. Ja, macht er gleich Stress. Macht er gut. Also ich kann es jetzt nicht anders beschreiben. Also es stört nicht, es ist nicht so, dass man sich bevormundet fühlt, aber es ist so nach dem Motto, ich gebe dir so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung und man ist aber jederzeit Herr der Lage, also ganz tolles System, wirklich gut. So, aber ich will jetzt mal mich wieder hier mit diesem System befassen, dann mache ich das jetzt mal anders. Ich kann ja hier auch wahnsinnig werden mit dem ganzen Kram, so, aber jetzt hier habe ich es. So, jetzt habe ich hier die Medien da ganz links, wo ist denn der? Hier. So, das ziehe ich mir jetzt mal hier rüber, dass ich das besser bedienen kann. Jetzt sehe ich das hier. So, jetzt tippe ich hier nochmal auf den Stern. Okay, ich nehme jetzt hier mal das KI-Radio. Ja, meine Einstellung. Okay, Sprache. Ne? Wo war das jetzt hier? Weg nach Üsküdar oder der Sonnenlauf. Mit dem Sonnenlauf geht auch deine Stimmung. Entdecke das Volksliederbe von Türkei durch neue Klänge, Zusammenarbeit von Musikern und KI entstanden sind. Okay. Ja, spielen wir mal. Ich komme jetzt auf jeden Fall gerade in eine leicht orientalisch-türkische Stimmung. Und ich höre solche Musik gerne. Also mit solcher Musik holt das Auto doch, ich sag mal, die Türken der ersten, zweiten und dritten Generation ab, die hier in Deutschland leben. Die meisten sind ja jetzt inzwischen hier geboren schon, aber ich weiß, dass Türken sehr heimatverbunden sind. Und das achte ich auch, also das finde ich schon gut. Und dieser Wagen hier kommt aus der Türkei und bringt ein bisschen Türkei mit. Also so, jetzt mal sehen, komm mein Freund, jetzt bevor mich alle überholen. Ja, okay. Ganz klasse, ganz großes Kino das Auto. So, jetzt fährt man hier auf der deutschen Autobahn im türkischen Auto mit türkischen Klängen. Und dann setze ich dazu auch mal die türkische Kappe auf. Also das ist nicht die türkische Kappe, das ist die Tok-Mütze, die habe ich von der IAA bekommen. Was ich allerdings hier, jetzt hat er das noch nicht gemacht, aber ich habe das heute Morgen, vielleicht wenn das im Auto dunkler ist, hat diese Kamera ein Problem, mich zu erkennen. Dann kommt hier so eine Meldung, dass die Musik ein bisschen leiser machen. Da kommt hier so eine Meldung, dass die Leistung zurückgenommen wird, weil ich nicht erkennbar, das Gesicht nicht zu erkennen ist. Das heißt, wenn ich hier einschlafe oder da nicht die Kamera denkt oder das Auto denkt, ich bin nicht ganz wach, dann nimmt er Leistung weg. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, muss ich vielleicht mal ausprobieren. Ich kann ja mal die Mütze auf die Kamera legen, mal sehen, ob er was sagt und wann er was sagt und er mich nicht mehr sieht. Weil so muss ich sagen, der Aufmerksamkeitsassistent, der ist ein bisschen empfindlich für meine Verhältnisse. So, System aufgrund von Kamerablockade nicht verfügbar. Okay, das hat er erkannt, dass es jetzt eine Blockade ist. Gut. Also den feinen Unterschied merkt er schon, ob er mich sieht oder gar nicht sieht, ob er blockiert ist. Okay. Talk 1, Hagen 0. Hat er mich erwischt.
Aber wie gesagt, so im Schummerlicht, heute Morgen in der Stadt war es ja noch dunkel, da hatte ich zweimal die Meldung, dass jetzt die Leistung nicht mehr voll zur Verfügung stellt oder irgendwie sinngemäß und dass er dann, ja, weil er mich nicht richtig erkennen kann. Habe ich jetzt aber nicht direkt gemerkt, also ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Eine kleine Besonderheit also das System hier mit dem Telefon, mit meinem Handy, was ja über Bluetooth verbunden ist und mit der Musik. Ja, so ganz rund läuft das nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt hier im unteren Display jetzt mein iPhone ausgewählt und habe jetzt hier eine Playlist hier von Olivia Rodrigo und kann die jetzt hier starten und stoppen. Es wird aber gespielt, ja, der Weg nach Üsküdar, verzeiht bitte die falsche Aussprache. Er zeigt mir hier an, er würde jetzt theoretisch auch den nächsten Song nehmen. Wenn ich jetzt hier weiterklicke, ja, stopp, nächsten, zurück. Ja, also ich komme nicht mehr ab vom Weg nach Üsküdar. Das scheint mir irgendwie einmal los, dann dahin. Und irgendwann geht die Musik dann auch irgendwie wieder aus und also die Connection hier, die ist noch nicht so richtig stabil. Aber ja, sehen wir es mal nach. Ne? Es sind die ersten Fahrzeuge hier in Deutschland und es gibt hier ja auch Software-Updates. Sagt das ja schon, dass da was sei. Ich drücke das jetzt weg, ich mache das jetzt nicht, aber ja, ein bisschen was haben wir noch zu tun hier. Also wie gesagt, mir gefällt allerdings diese gechillte türkische Playlist, die ich hier gerade habe, sehr gut. So, jetzt hat er den Abstandstempomaten deaktiviert. Hier sehe ich jetzt Error. Könnte jetzt sein, dass das wegen Schnee ist oder so, dass da vielleicht die Sensoren jetzt irgendwie ja, beeinträchtigt sind davon. Okay, also fahre ich jetzt erstmal manuell. Ich soll ja sowieso gleich laden. 10:03 Uhr ist es jetzt und er sagt mir um 10:14 Uhr ist da ein Ladestopp, wo ich dann von 22 auf 48% aufladen soll. Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, außerdem will ich noch ein bisschen Text machen hier, werde ich dann vielleicht ein bisschen voller laden. Also ja, mal gucken. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob jetzt die Batterie irgendwie vortemperiert wird oder so, weil hier unten in der Anzeige kann ich nicht viel einstellen. Ich kann den AC-Strom begrenzen. Das ist jetzt hier, kann ich hier offensichtlich 32 Ampere, das heißt, der lädt mit 22 kW AC. Wenn man das runterfahren will, dann kann ich sagen, okay, mach mal hier nur lieber 16 Ampere oder so. Kann er machen. Ist jetzt für mich jetzt ja nicht relevant an der Schnellladestelle und ich kann den Zielladezustand einstellen. Kann sagen, hier in 5er Schritten 85, 90, 95, 100. Das war's. Aber ich finde hier keine Batterie-Vortemperierung oder so. Ob er das jetzt macht oder nicht, werde ich sehen. Wir haben jetzt 0 Grad. Ich fahre jetzt die ganze Zeit 130. Der Akku dürfte jetzt nicht zu heiß sein. Ja, das wird sich dann gleich zeigen, wie hoch er da lädt. Da das Wetter aber so übel ist, 0 Grad und Schneeregen, werde ich da jetzt keine langen Ladekurven aufzeichnen. Mal sehen, mal gucken, wie das da an der Ladesäule aussieht. Der Verbrauch ist immer noch bei 30 Kilowattstunden. Also ich habe jetzt hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 88 Stundenkilometer. Bin hier auf der Autobahn eigentlich 130 Tempomat durchgefahren. Aha, hier sagt der Radar, Sicht blockiert. Okay, er hat wahrscheinlich Schnee auf dem Radar vorne. Das kann passieren. Jetzt steuere ich den Ladepunkt an. Hier hat sich jetzt hier den
hier bei Neuruppin. Das sieht mir aus, als er diesen Autohof sich rausgesucht hat. Und dann bin ich mal gespannt. Auch nicht schlecht, hier sehe ich gerade Ladesäulen für LKWs, die demnächst in Betrieb gehen. Gut so. Waschmaschine, Trocknen. Ja, Service für Fernfahrer. Das ist doch in Ordnung. So, das scheint hier relativ neu zu sein. 175 Kilowattstunden. Na gut, soll reichen, ne? So, ein paar Prozent hat er jetzt schon geladen. Lädt hier noch mit 106 Kilowatt, hat mit 111 angefangen. Jetzt hier unten sind hier Sensoren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob hier der Radar drin ist. Auf jeden Fall, ja, ist da jetzt kein Schnee mehr drauf. So. Frage ist, habe ich überhaupt Winterreifen hier? Na. Ich würde mal sagen, das sind Sommerreifen. Jo. Das Wetter ist ein bisschen garstig, aber ja, Maschine läuft. Okay, ich gehe mir jetzt noch ein Getränk holen und dann geht's weiter. Das ging auch nur ganz schnell, weil er mich gleich automatisch abgemeldet hat und nicht irgendwie bis 90% geladen hat oder 100, sondern so, wie das Navi sich das gedacht hat. Okay, ist jetzt in Ordnung, kein Problem, aber eigentlich hätte ich noch ein bisschen länger Pause gebraucht. Ich hatte mir gerade meinen Kaffee geholt. Ja, und dann war der schon soweit. Also es ging relativ schnell hier. Ja, gut, okay. Ja, eigene Ladestrategie vom Fahrzeug. Ist vielleicht auch meine Sache, dass ich das jetzt irgendwie hier anders hätte einstellen können. Ja, also das Navi hat hier die Ladeplanung übernommen, ohne No Mercy sozusagen. Also es wäre besser, wenn das Auto einfach so einen Hinweis gibt, okay, du kannst jetzt weiterfahren. Wenn man dann aber noch irgendwie gerade an der Kasse steht und darauf wartet, den Kaffee zu bezahlen, dann, ich sag mal, kann er ja weiterladen in der Zwischenzeit. Also ich kam an und dann, okay, der ist schon fertig. Naja, war er schon fertig mit Laden. Ja, jetzt nochmal die Untenansicht hier. Ihr seht jetzt nicht mich, ihr seht jetzt hier meine Wasserflasche. Ich nehme die mal weg. Und dann seht ihr hier ein Kabel rauskommen. Das ist jetzt, ich lade jetzt meine Kamera hier auf. Und hier sind so kleine Schlitze, dass wir die Kabel hier nicht verklemmen. Also kleines Detail, aber gut. So, jetzt bin ich auch inzwischen auf dem Berliner Ring angekommen. Also insgesamt muss ich sagen, ja, sehr entspannt, sehr angenehme Fahrt, trotz Schiedwetter und Schneeregen, Matsch. Aber das Auto fährt sich auf Strecke wirklich gut. Also beim Navi habe ich jetzt hier mal die Sprachansage in Anführungsstrichen eingeschaltet. Aber was da rauskommt, ist keine Sprache, also, sondern immer wenn irgendwas ist, so ein kleines Quack, Quack, so ein kleiner Hinweiston, aber nicht direkt ernsthaft so eine Ansage, bieg rechts ab, bieg links ab, mach dies, mach das. Warum das so ist, weiß ich nicht. So schlecht ist es jetzt auch nicht. Ich habe es bloß manchmal, wenn ich mich jetzt irgendwo nicht auskenne und dann Verkehr und Schilder, Geschwindigkeit und YouTube reden, dann ist es ganz nett, wenn das Navi zwischendurch mal ansagt, Achtung, in 300 Meter links abbiegen oder irgend sowas. Deshalb habe ich das hier jetzt eingeschaltet. Vielleicht ist das deutsche Sprachmodul hier noch nicht drin. Auf jeden Fall macht er nur Wack, Wack. Und das war's. Aber okay. Das ist eigentlich auch
jetzt ohne dass ich darüber nachgedacht habe, ein guter Kompromiss. So, finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann ist mir auch aufgefallen, dass er ja manchmal hier im Navi eine Geschwindigkeit anzeigt, aber wenn er über die sozusagen Schildererkennung eine andere Geschwindigkeit findet, dann nimmt er die hier als Maß der Dinge. Also vorhin war im Navi 80 und aber das war, weil wir durch so einen Tunnel gefahren sind, war vielleicht oben 80, keine Ahnung, unten aber war 60, dann hat er hier 60 genommen. Und andersrum. Also da macht er das, was er sieht und nicht, was er vom Navi kriegt. Otomotiv sanayimiz bu tarihi başarılarda önemli bir paya sahip. Und ich habe die Ehre, heute dieses Panel zu leiten. So, jetzt auf der Rückfahrt vom deutsch-türkischen Automobilgipfel bin ich jetzt bei Shell Recharge und ja, lade jetzt hier. Jetzt hat er es gerade weggemacht, Moment. Mit 114 kW. Die Zahl habe ich vorhin auch schon mal gesehen. Vielleicht ist das der Ladepeak. Werde ich rausfinden. Jetzt kommt gerade ein Krankenwagen. Ich bleibe hier nicht stehen. Okay. Eine Kleinigkeit hier bei dem Ladeanschluss hier, die hat mir eben Probleme bereitet. Und zwar zeige ich euch mal. Dieser Nupsi, der hier jetzt so hängt, der hatte sich hier unten so ein bisschen verkantet. Das heißt, der ist so ein bisschen unglücklich. Als ich dann das versucht habe reinzustecken, den großen Stecker, den ich hier dann also auch so ein bisschen biegen musste, da brauchte ich beide Hände, da fehlte mir die dritte Hand, um den wieder rauszunehmen. Also Stecker wieder raus und dann diesen Plastiknupsi wegzunehmen. Also der ist ein bisschen unglücklich gemacht da. Ansonsten, ja, nochmal gucken, was er jetzt sagt. 112 kW, okay, ist ja egal. Hauptsache er hält seine Leistung. Er hat mir jetzt vorgeschlagen, auf 91% hochzuladen. Das soll 40 Minuten dauern. Von, okay, wo hat er angefangen? Ich glaube bei irgendwas Mitte 20% auf 91 in 40 Minuten. Ich werde nicht so lange laden. Ich werde wahrscheinlich sowieso lieber auf der Autobahn nochmal anhalten, weil ich weiß, da brauche ich nochmal ein kleines Päuschen. Nochmal frischen Kaffee holen oder irgendwas. Also ja, auf jeden Fall. Ich nochmal eine kleine Außenaufnahme. Ist gerade trocken und die ganze Zeit Schiedwetter hier, auch in Berlin. Ja, der gute Talk. Da steht er jetzt. Und tatsächlich auf den deutsch-türkischen Automobilgipfel wurden viele gefragt, ob sie schon mal einen Talk gefahren sind. Die meisten mussten das verneinen. Also ja, fühle ich mich doch etwas geehrt, damit jetzt im reellen Leben rumzufahren. Also er ist speziell, man muss sich an einiges ein bisschen gewöhnen, aber ansonsten glaube ich, ist das Auto für den deutschen Markt reif. Vor allen Dingen auch, ich sag mal gerade hier in Berlin, ich sag mal so klein Istanbul, gibt es ja auch sehr viel, eine riesige türkische Community. Und das Ding kann türkische Musik abspielen, türkische Stimmung erzeugen. Also ja, das kann Durchmarsch geben hier mit dem Markteintritt in Deutschland. Ich hoffe, ja, dass das funktioniert, weil das Auto erscheint mir echt gut. Also er hat zwar seine kleinen speziellen Macken, aber das sind alles wirklich nur Kleinigkeiten. Und TOC ist ja ein Start-up. Die sind ja noch nicht lange dabei und die sind frisch im Denken und die haben auch gesagt, dass sie auch schnell reagieren und Kleinigkeiten ändern und dass sie auch Software permanent updaten over the air. Also das Auto, was man hier hat, das erinnert mich dann vielleicht so ein bisschen an, was so Tesla-Fahrer früher gesagt haben, dass sie eigentlich plötzlich nach dem Update ein neues Auto hatten und ganz viele neue Funktionen. Ob das jetzt hier auch so stattfindet,
Ich werde mal wieder ein bisschen so stehen, dass Sie noch mal rauf gucken können. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, so viel erstmal hier vom Ladestopp. Ich werde jetzt mal kurz reingehen, einen kleinen Snack zu essen holen oder irgendwas. Und dann geht es gleich weiter Richtung Hamburg.